Heute möchte ich davon erzählen, wie gut es tut, einfach kein zu geben. Nicht so viel auf Dinge zu geben. Einfach mal Freiheit. Einfach das mal alles abzuschütteln. Bei mir persönlich fing das an, damals auf nicht so schönen Wege. Man kann sagen, ich habe meine Mutter mehr als einmal sterben sehen und seitdem habe ich so eine Resistenz. Ich würde es nicht Abgestumpftheit nennen oder irgendwie, du bist so kalt, dein Herz, das interessiert einfach nichts mehr, sondern so eine gesunde Resistenz gegen Sachen, gegen die ich nichts machen kann. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Also bei mir persönlich liegt es wahrscheinlich daran, dass ich damals harte Zeiten hatte und Dinge gesehen habe in einem Alter, wo ich verschont hätte bleiben sollen. Doch man sucht sich sein Leben nicht aus und so mache ich jetzt das Beste draus. Vor 2 Jahren auf der Arbeit in der Gastronomie, ich war Barkeeper, und wie es dann so ist, kommt nach ein paar Stunden richtiger Stress auf. Bestellungen kommen rein, Leute haben Sonderwünsche, an dem Tisch fehlt was, da muss noch was hin und der Gast möchte den Wein vorgestellt kriegen und was für Sachen auch immer. Und der ganze Laden ist am Brennen und mein Kollege ist, oh nein, ich muss daran denken und jetzt voll den Stress, oh, ich würde gerne jetzt eine rauchen und was auch immer. Und ich stehe einfach am Tresen und denke mir, ja, ich spüre den Stress hier, aber er tangiert mich ja nicht wirklich. Ich meine, ich gebe nach bestem Gewissen, ich gebe mein Bestes. Ich bediene die Kunden, ich gucke, dass hier jeder seine Getränke kriegt. Aber warum soll ich jetzt hier so stehen und mich aufregen und Schweißperlen und Stress spüren? Mir die Haare raufen. Man sagt ja, der Stress ist so zum Haare raufen. Und bei den Kollegen hätte das fast echt zugetroffen, weil der war richtig körperlich gestresst. Dieser Stress schlug auf sein Gemüt und auf seine Psyche. Bei mir, ich habe den Stress wahrgenommen, aber ich war immer so, ich gebe mein Bestes, ich habe eine gewisse Verantwortung, der versuche ich nachzukommen, aber ich kann nicht zaubern. Und das habe ich zu meinem Kollegen auch gesagt. Wir sind doch nur Menschen. Was möchtest du denn jetzt machen? Ja, dann kriegt der Gast sein Essen nicht rechtzeitig. Ja, ich fühle mich auch nicht unverantwortlich dafür. Wenn ich irgendwo arbeite, möchte ich auch gute Arbeit machen. Aber ich suche es mir nicht aus. Der Stress kommt einfach nicht mehr so zu mir. Und mittlerweile nenne ich das alles ein gesundes Level von, ja, einen gesunden Abstand zu den Sachen haben. Und damit fahre ich ganz gut. Ich hatte nämlich früher Falten im Gesicht, weil dieser Stress mir noch sehr nahe gekommen ist. Dann sind einige negative Sachen passiert, die mich abgehärtet haben. Ich würde aber sagen, dieses abgehärtet ist nicht abgestumpft sein, denn ich fühle noch sehr viele Sachen. Ich kann mich über Sachen erfreuen, ich lache gerne und oft. Und also es ist nicht komplette Abgestumpftheit, sondern eine gesunde Einstellung zu Sachen, die man nicht ändern kann und zu Stresssituationen sich einfach sagen, hey, du gibst dein Bestes nach bestem Gewissen, bist auch nur ein Mensch und so kann man durch den ganzen Alltag gehen und sich einfach immer wieder sagen, warte mal, kann ich irgendwas daran ändern? Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, könnt ihr dann einfach euren Alltag weiterleben. Ja, das wollte ich mal gesagt haben, weil ich sehe viele Menschen, die stressen sich selber so viel, aber wofür? Die haben da gar nichts von. Es ist nicht mal, die stressen sich durch Dinge, die sie nicht mal für sich selbst machen. Also ich weiß, es ist auch manchmal schwer, diesen Stress abzulegen, aber nehmt euch ein Beispiel daran, einfach nichts so nah zu euch kommen zu lassen. So eine kleine Knautschzone zu haben, wo ihr immer wisst, okay, ich kann mein Bestes tun, aber mehr muss ich auch gar nicht tun. Okay, machen wir Stopp.